Hallo und herzlich willkommen. In diesem etwa 10-minütigen Video werde ich auf die BIM Basics eingehen. Also BIM, wieso, weshalb, warum. In diesem Video werden Sie lernen, was die BIM-Methode ist, wie sie in Projekten angewandt werden kann, wie die derzeitige Situation in Deutschland aussieht und wie Hersteller zur BIM-Methode beitragen können. BIM ist ein sehr umfangreiches und komplexes Topic und es wird hier vereinfacht auch dargestellt. Mein Name ist Franz Jäger und ich arbeite für BIM Object in der Dachregion. Also, was ist BIM? Fangen wir am besten mit einem Element an, das sehr wichtig für die BIM-Methode ist, und zwar dem BIM-Modell. Was Sie hier sehen, das ist ein BIM-Modell und aus diesem BIM-Modell wurde ein Rendering erstellt. Was Sie hier sehen, ist auch ein BIM-Modell. Ein BIM-Modell wird mit Hilfe von Computersoftware, sogenannter BIM-Autorensoftware erstellt. Häufig ist das Revit oder Archicad und das ganze Gebäude wird erstmal digital geplant. Und das behindert dann Objekte und wie man hier sehen kann, die kann man hier schön sehen, die Lüftungsanlage, die Treppen, die Fenster und so weiter. Das ist auch ein BIM-Modell und die Daten in diesem BIM-Modell werden verwendet, um die Positionierung von verschiedenen Elementen zu visualisieren und zu kommunizieren. Das ist auch ein BIM-Modell. Das BIM-Modell von einem Stadion, das den Bauablaufplan visualisiert und die Position von den Kränen und Baggern während des Bauens zeigt. Also, BIM ist eine englische Abkürzung und steht für Building Information Modeling. Und es legt einen sehr starken Augenmerk auf Information. Also, was ist BIM? BIM ist eine Planungsmethode für Bauprojekte. Es werden verschiedene Technologien, Prozesse, Standards in das Projekt integriert, um es vom Anfang bis zum Ende abzuwickeln. Hierbei liegt ein sehr starker Fokus auf Informationsmanagement. Also während der ganzen Projektabwicklung in den frühen Planungsphasen zur detaillierten Planung, Ausführung, Übergabe und dann im Betrieb fallen ständig sehr viele Informationen ein und BIM hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Informationen zu sammeln und dann auszuwerten, um Entscheidungen zu treffen. Es liegt ein starken Augenmerk auch auf die Kollaboration aller Projektbeteiligten, beginnen schon in den frühen Planungsphasen. Also man hat dann den Bauherrn, man hat Architekten, man hat den Generalunternehmer, man hat verschiedene Handwerker und die arbeiten zusammen mit in der BIM-Methode. Und Transparenz im Projektablauf ist auch ein Schlüsselelement, dass man einfach sieht während des Projekts, wo befinden wir uns, sind wir noch on track, wo müssen wir noch nachjustieren und so weiter. So mal, was ist BIM nicht? BIM ist nicht nur eine Software, sondern die Prozesse, Standards und Methoden, die dahinter sind. Und die Software dient jeglich dazu, das dann umzusetzen. BIM ist auch nicht nur 3D-Geometrien, sondern vor allem die Daten, die sich in diesen 3D-Geometrien befinden. Und BIM ist auch nicht nur für Architekten, weil das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, sondern es ist für alle Projektbeteiligten. Es spielt eine Rolle in der Planung, in der Ausführung und auch im Betrieb. Wie kann dann sowas in der Praxis aussehen? Zu Beginn eines Projekts kommt das Projektteam zusammen, bespricht dann
das Projekt, das Gebäude, was am Ende gebaut werden soll. Und man kommt auf das Thema BIM häufig auf und dann ist so, okay, gut, für dieses Projekt, das wollen wir mit der BIM-Methode abwickeln. Was bedeutet das dann? Der Auftraggeber definiert seine Anforderungen. Ja. Die bezeichnen häufig als AIA, Auftraggeber Informationsanforderungen. Und dort werden festgelegt, welche Leistungen ich am Ende erhalten möchte. Und eine Leistung kann zum Beispiel sein, dass ich ein vollständiges BIM-Modell erhalte zum Facility Management, das die COBie-Klassifizierung hat und alle Objekte dementsprechend klassifiziert sind, damit es in meine bestehende Facility Management Software gut integriert. Eine andere Leistung kann zum Beispiel auch sein, dass ich eine Visualisierung des Projekts möchte und jede zweite Woche da ein Meeting habe, um einfach auf den aktuellen Stand gebracht zu werden. Das Ganze wird dann an das Projektteam übergeben und das Projektteam definiert dann den sogenannten BAP, ist der BIM-Abwicklungsplan und das ist dann quasi der Fahrplan, wie diese Leistungen erbracht werden sollen. Ja, und das beschreibt dann wie man das BIM-Modell nutzen möchte. Und dort benutzt man dann häufig den Begriff BIM-Anwendungsfälle oder BIM-Anwendungsfall. Das ist ein festgelegter Prozess für ein Projekt und beschreibt zum Beispiel dann, okay, wir wollen dieses BIM-Modell nutzen, um eine Kollisionsprüfung hier durchzuführen. Das heißt dann, ich nehme dann verschiedene Modelle von verschiedenen Fachplanern, lege es übereinander und kann dann sehen, ups, hier haben wir einen Konflikt, einen Crash und den können wir dann hier digital beheben und stellen es nicht erst im Bau auf der Baustelle fest. So, und am Ende möchte man natürlich, dass das Gebäude dann so aussieht. Wir wissen aber auch, dass es nicht immer so funktioniert. Ich habe jetzt hier noch ein Bild vom Flughafen Berlin, die wir ja alle wissen, ziemlich viel länger gedauert hat und auch von den Kosten her ausgeartet ist. Und da haben auch einige Analysen gezeigt, dass man mit der BIM-Methode vielleicht einiges verhindern hätte können. Und deswegen hat die Bundesregierung jetzt auch einige Initiativen in die Wege geleitet. Und eine davon ist der sogenannte BIM-Masterplan. Der BIM-Masterplan regelt die Einführung von BIM für Bundesbauten, regelt dann, ab welchem Kostenumfang welches Level an BIM eingeführt werden wird. Und das kommt jetzt in den kommenden Jahren. Und dann auch das BIM-Portal. Das BIM-Portal beinhaltet Vorlagen, die ich als Auftraggeber verwenden kann, um ein BIM-Projekt zu initiieren. Das heißt, wenn ich als Stadt eine neue Schule bauen möchte das im BIM abwickeln, kann ich zum BIM-Portal gehen und mit diesen Schablonen das schon mal schön festlegen und es ermöglicht der breiten Masse einen einfachen Einstieg in die BIM-Methode. Gut, dann Bauprodukte in BIM. Was bedeutet das alles für Hersteller? Also unabhängig auch von der Planungsmethode, am Ende vom Tag werde ich an der Baustelle ein herstellerspezifisches Produkt installieren. So, und ich als Hersteller, ich habe die Möglichkeit, dass ich meine Produkte digitalisieren lasse und sogenannte BIM-Objekte erstellen lasse. Das ist eine digitale Repräsentation meines Produkts. Das beinhaltet dann sogenannte Metadaten, eine Objekt-ID, Produktdaten, sowas wie Energieeffizienz, Wärmedurchlass und so weiter, Nachhaltigkeitsdaten. Und das wird dann im digitalen Format dem Planer zur Verfügung gestellt, damit er diese in seiner Software verwenden kann.